Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video mit Game-Version 1.3.7 Patch Notes, einer endlich coolen Änderung und einem neuen Speedset und dem neuen Wochenend-Event. Ja, als allererstes die Bugfixes. Fix die Inaccurate Description of the Supercharged Buff. Dabei handelt es sich um den Buff in Wilds, müsste das gewesen sein beim Boss. Fix the way shadows and lights affect the Pixel Rabbit Pickup Pads. Fixed an issue where the screen was shaking after killing an iBat, and fixed an issue where the Battle Pass mission Enter Instance Dungeon only counted for the player initiating the instance. Und die Generate Changes added a setting to allow Penya bets during duels, which are now refused by default. Also, dass man quasi nicht dass man nicht drauf reinfallen kann, wenn jemand eine Penya-Wette macht und man es nicht richtig durchliest oder so. Finde ich ganz nice. Aber die beste Änderung seit einer langen Zeit ist wirklich die folgende. Added a setting to disable the visual effect underwater, especially in Coral Island. Schauen wir uns auch gleich genau an, wie das aussieht. Endlich, muss man wirklich dazu sagen. Added Confirmation Dialogues to Lodestar and Loadlight Revival. Auch das ist ziemlich cool. Kennen bestimmt ein paar Leute von euch, vor allem vielleicht, wenn man Hit and Run spielt. Du läufst, also ich persönlich klicke nur mit der Maus, wenn ich level oder laufe nur mit der Maus. Und das Lodestar-Fenster, das poppt ja, wenn du stirbst, wirklich instant auf. Und wenn du genau in dem Moment noch klickst, weil du denkst, okay, du kannst vielleicht noch weglaufen oder du lebst noch sozusagen, und dann klickst du direkt auf Lodestar und wirst instant gerespawnt. Ist mir insgesamt vielleicht erst 10 Mal passiert in 2 Jahren. Also jetzt nicht so, dass das andauernd passieren würde, aber jedes Mal, wo es passiert, tut es einfach richtig weh, wenn du dann genau da kein Blessing aktiv hattest oder so, weil du einfach 3% verlierst, beziehungsweise über 2%, und es tut einfach weh und es ist so unnötig. Außerdem muss man dann auch immer wieder sauweit fliegen oder sauweit zurückgehen, wenn man jetzt nicht gerade direkt neben einem Survival-Punkt gestorben ist oder so. Also ist auch eine actually coole Änderung. Und genau, Renamed Direction Pad on Mobile to Directional Pad, würde ich sagen, ist ziemlich irrelevant. Renamed Additional Attendance Ticket to Additional Attendance Coupon und Additional Connection Ticket to Additional Connection Coupon. Und Disabled Weather Buff Events inside Guild Siege and Kaigas Assault. Und hier können wir uns noch angucken, wie das jetzt aussieht. Also so sieht unter Wasser jetzt quasi aus. Also so ist es natürlich immer noch. Klar, die Wasseroberfläche, wenn du durch die Wasseroberfläche guckst, ist immer noch kacke. Gut, da kann man jetzt nicht wirklich viel dran ändern. Normalerweise sieht man das ja auch nicht wirklich. So sieht es jetzt aus quasi, wenn ich unter Wasser bin. Also man hat immer noch hier zum Beispiel diese Seifenblaseneffekte oder Blubberblaseneffekte, whatever. Also man merkt schon noch, dass man irgendwie unter Wasser ist und hat da die Wasseroberfläche über sich sozusagen. Aber man hat jetzt halt auf jeden Fall nicht mehr diesen Filter drin, diesen Unterwasserfilter. Und den kann man jetzt hier eben bei Grafik und der untersten Box Underwater-Effekt aktivieren. Und Alter, es ist so geistesgestört, dass das jetzt 5 Monate wirklich gedauert hat. Also ich meine, der Unterschied ist wirklich immens. Und also ich weiß halt nicht. Ich meine, das ist wirklich, also ich frage mich halt sowieso, was man sich dabei gedacht hat, weil es ist schon echt anstrengend. Und das Kranke ist halt, ich habe mich mittlerweile einfach dran gewöhnt. Ja? Also ich habe mich gar nicht mehr drüber aufgeregt. Ich glaube, ich habe da schon seit Wochen auch tatsächlich nicht mehr drüber geredet. Einfach weil es schon so normal geworden ist. Aber jetzt, wo es weg ist, boah. Also der Unterschied ist geistesgestört. Also es ist wirklich, als hätte man die ganze Zeit irgendwie so eine Skibrille aufgehabt oder so. Also schrecklich einfach nur, wie man so monatelang spielen konnte, ist mir echt ein Rätsel, obwohl ich es gemacht habe. 5 Monate hat es jetzt gedauert, dass sie das hinzugefügt haben. Eine Option, die es von Anfang an hätte geben sollen. Also war längst überfällig. Ist gut, dass sie jetzt endlich kam, aber hätte auch ruhig ein bisschen früher kommen können. Naja, besser später als nie. Dann haben wir das Enhanced Weapon Piercing Chance Event. Wenn ihr eure Waffen socken wollt, ist dieses Wochenende der perfekte Zeitpunkt, aber es zählt halt nur für Waffen, nicht für Rüstungen, also nicht generell G-Product erhöhte Chance, sondern nur für Waffen. Ganz ehrlich muss ich persönlich auch sagen, wenn man bedenkt, dass man monatelang teilweise auf diese Upgrade-Events wartet, verstehe ich nicht, warum sie Weapon und Suit Piercing getrennt voneinander als 2 Events führen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Aber ja, dieses Wochenende erhöhte Sockel-Waffen-Chance. Und dann haben wir noch das neue Speed-Set, das Shadow Hunter Set. Ihr habt ja bestimmt schon das Hunter Set kennengelernt von dem Event mit den Monsterbällen. Und das ist jetzt das Shadow Hunter Set, das Speed Set, weil das normale Hunter Set ist, glaube ich, braun. Braun gibt es hier tatsächlich nicht als Farbe, also die Farbe ist tatsächlich einzigartig von dem Event. Aber es ist kein Speed Set, soweit ich weiß. Und hier haben wir jetzt die Speed Set Variante von dem gleichen Set, sieht basically genau gleich aus, ist einfach nur in verschiedenen Farben erhältlich.
Nicht sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Alle Farben sehr dunkel. Also hier zum Beispiel dunkelblau und schwarz ist jetzt ein kleiner Unterschied. Dunkelblau, lila, auch nur ein kleiner Unterschied. Aber gut, das haben wir bei den Speedsets immer, dass ein paar Farben recht ähnlich sind. Aber generell ist alles sehr dunkel gehalten. Und was mich persönlich gewundert hat, ist, das Set, das raussticht, ist offensichtlich dieses Graue. Oder vielleicht heißt es sogar White, aber wirklich White ist das eigentlich auch nicht. Es ist ja auch wieder grau. Dass das eigentlich das Set ist, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt, kann man sagen. Und das ist tatsächlich das 8% Speed-Set. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Das ist das außergewöhnlichste oder eines der außergewöhnlichsten Sets. Und vielleicht sogar die beiden beliebtesten Sets, 10% und 8%, sind oftmals, ist ja wirklich eins der 2% Sets ist meistens das, was aus der Reihe tanzt, oder manchmal auch 4 oder 6%. Aber jetzt in dem Fall haben wir es tatsächlich so, dass es eher die 10er und 8er sind, die wahrscheinlich am beliebtesten sein werden aufgrund der Farben. Und ja, es sind auf jeden Fall coole. Ach, by the way, da ist noch die Maske dabei. Sind auf jeden Fall coole Sets, definitiv. Da wurde jetzt schon die letzten Wochen drüber geredet. Beim Umkleideraum konnte man sich ja schon angucken. Und das Hunter-Set hat man in-game auch schon gesehen. Und ja, wird wahrscheinlich eines der meistverkauftesten Speed-Sets aller Zeiten werden, schätze ich mal. Und viele Leute haben gesagt, es hat wohl eine auffällige Gemeinsamkeit oder eine auffällige Ähnlichkeit zu dem Videospiel Bloodborne, weil es da dort ein ähnliches Outfit gibt oder beziehungsweise der Charakter einfach so aussieht. Und ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber es wird wahrscheinlich dann eher als Bloodborne-Set für manche Leute im Gedächtnis bleiben. Auf jeden Fall cooles Speed-Set, kann man wirklich nicht großartig meckern. Einzig ist, bei den Farben hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Also ich meine, dunkelblau, dunkellila und schwarz, das ist dreimal extrem ähnlich, kann man wirklich sagen. Also von weiter weg, wenn ich das jetzt kleiner machen würde, wird es wahrscheinlich auch so aussehen. Erstmal größer machen. Also wenn man es kleiner macht, sieht es eigentlich auch aus wie dreimal schwarz im Endeffekt. Oder ja, also wirklich nur ganz kleiner Unterschied. Von dem her ist das ja das Einzige, was man vielleicht wieder ein bisschen bemängeln könnte. Aber die Sets an sich sind mega cool. Sie sind auch richtig dick, also es ist auch richtig vielschichtig. Ja, sieht nicht so plain 2D aus, sondern mehr 3D. Und ja, ist auf jeden Fall cool. Und dann wollte ich euch das auch noch nicht vorenthalten. Einfach nur just for your interest quasi hat Bolt gefunden auf Facebook von Daijim. Daijim ist der Taiwan-Anbieter von Flyve PC. Und die haben letztens ein Merchandise-Giveaway gemacht. Und erstens fand ich es einfach lustig, wie der Pang aussieht. Und zweitens vielleicht ein Anreiz für Flyve Universe, sowas auch mal zu machen. Und zwar ist das hier so eine Überraschungsbox, also eine Daijim. Das ist das Daijim-Logo. Hier steht auch Daijim drauf. Das ist quasi eine Überraschungsbox, die man gewinnen konnte. 2 Leute haben, glaube ich, eine gewonnen. Und das hier ist ein Tischkalender. Also das meiste ist Daijim-themed, aber es sind noch ein paar Sachen Fly-themed eben dabei. Ein Tischkalender. Dann das hier müssten Briefumschläge sein, 5 Stück oder so. Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum, aber das ist wohl da so, keine Ahnung, einfach so. Dann Briefpapier ist das noch. Dann haben wir hier unten 3 verschiedene Designs. Das sind sogar Flyve-Designs. Das hier ist Coral Island Monster. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall 3 mal Flyve-Notizpapiere. Dann sind hier 2 Whisky-Gläser drin, wo Daijim draufsteht. Also einfach freaking Whisky-Gläser. Und dann halt noch dieser Pinguin. Und hier bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, was das beides ist. Aber auf jeden Fall ein fettes Merchandise-Bundle, also legit. Ich meine, keine Ahnung, was ist das wert? 50 € oder so. Ich meine, du hast eine Plüschfigur, 2 Whiskygläser und das ganze andere Zeug. Also Minimum 30 auf jeden Fall. Also schon ziemlich cool. Und das Einzige, was man dir wirklich sagen muss, was ich wie gesagt lustig fand, ist der Pang. Also ich schätze mal, den haben sie irgendwo anfertigen lassen oder so. Not gonna lie, der sieht echt nicht so gut aus. Also der sieht aus, als wäre er irgendwie 3 Wochen oder 3 Monate lang heroinsüchtig gewesen oder so. Aber ich fand's ganz lustig. Und wie gesagt, wäre echt cool, wenn es sowas bei Flyve Universe auch mal geben würde. Official Flyve oder halt Gala Merchandise. Als Anreiz, weil die haben das tatsächlich schon mal gemacht. Das heißt, das Spiel gelauncht wurde, haben sie auch schon mal eine Pang-Figur verlost. Also die machen das anscheinend öfter. Und ja, wäre schon cool, wenn das Gala auch mal machen würde. Not gonna lie. Also mit Flyve Universe, meine ich besser gesagt. Also technisch gesehen ist das ja auch nicht von Gala, sondern wirklich von Daijim. Also Gala hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun gehabt. Und ja, das waren so die News von heute. Wie gesagt, neues Speedset, Weapon Piercing Wochenend-Event und 2 neue coole minimale Updates, kann man sagen. Oh, Moment mal, ich meinte eigentlich das hier. Aber egal, das mit dem Penya Dual Bats ist vielleicht auch für manche Leute nicht schlecht, dass sie nicht mehr verarscht werden können. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flyve Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.